Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim German Vibes Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit euch Deutsch lernen können. Hallo zusammen, auch von mir ein herzliches Willkommen. Macht es euch gemütlich und begleitet uns durch eine neue Folge. Wie immer sprechen wir langsam, deutlich und mit einfachen Wörtern, damit alle Deutschlernenden auf dem Niveau A1 alles gut verstehen können. Genau. Unser Ziel ist es, dass ihr beim Zuhören euren Wortschatz erweitert, neue Sätze kennenlernt und immer mehr Selbstvertrauen beim Sprechen bekommt. Deutsch lernen soll einfach sein und natürlich auch Spaß machen. Deshalb sprechen wir in unserem Podcast über Themen aus dem Alltag. Das sind Themen, die jeder kennt und über die man mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn sprechen kann. So lernt ihr Deutsch, das ihr wirklich im echten Leben benutzen könnt. Hallo Mia, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut, danke. Ich bin heute richtig gut gelaunt und freue mich schon auf unser Gespräch. Und wie geht es dir? Mir geht es auch sehr gut. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden, habe gefrühstückt und danach einen kleinen Spaziergang gemacht. Das Wetter war angenehm und ich hatte danach sofort mehr Energie. Das klingt nach einem guten Start in den Tag. Ich finde, wenn man den Morgen ruhig beginnt und sich ein bisschen bewegt, fühlt man sich den ganzen Tag besser. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und genau deshalb glaube ich, dass unser heutiges Thema für viele Menschen interessant wird sein. Ja, denn fast jeder Mensch hat schon einmal Sport gemacht oder möchte mehr Sport machen. Manche trainieren jeden Tag, andere nur am Wochenende und einige wissen noch gar nicht, welche Sportart am besten zu ihnen passt. Jetzt bin ich gespannt. Worüber sprechen wir denn heute genau? Heute sprechen wir über Sport. Oh, das ist wirklich ein tolles Thema. Ich glaube, Sport ist viel mehr als nur Bewegung. Für viele Menschen bedeutet Sport Gesundheit, Spaß, Entspannung und manchmal sogar neue Freundschaften. Das stimmt. Sport begleitet viele Menschen schon seit ihrer Kindheit. Manche spielen Fußball mit ihren Freunden, andere tanzen, schwimmen oder fahren Fahrrad. Es gibt so viele verschiedene Sportarten, dass eigentlich jeder etwas finden kann, das ihm Spaß macht. Außerdem muss Sport nicht immer anstrengend sein. Viele Menschen denken sofort an ein Fitnessstudio oder an harte Übungen. Aber auch ein langer Spaziergang, eine kleine Wanderung oder eine Fahrradtour gehören für mich zum Sport. Genau. Wichtig ist nicht, dass man jeden Tag stundenlang trainiert. Viel wichtiger ist, dass man regelmäßig aktiv ist und sich gerne bewegt. Schon 20 oder 30 Minuten Bewegung am Tag können einen großen Unterschied machen. Ich merke das immer, wenn ich mehrere Tage keinen Sport mache. Dann fühle ich mich oft müde und habe weniger Energie. Sobald ich wieder spazieren gehe oder Fahrrad fahre, geht es mir sofort besser. Das kenne ich auch. Nach einem langen Arbeitstag denke ich manchmal, dass ich zu müde für Sport bin. Aber wenn ich mich trotzdem bewege, fühle ich mich danach viel entspannter und bin sogar besser gelaunt als vorher. Das Lustige ist, dass ich mir fast jeden Sonntag einen großen Plan mache. Ich sage mir dann, ab Montag trainiere ich jeden Tag, esse gesund und gehe früh schlafen. Und klappt das? Nicht immer. Manchmal klappt es 2 oder 3 Tage sehr gut, aber dann kommt plötzlich ein langer Arbeitstag oder das Wetter ist schlecht und auf einmal sitze ich lieber auf dem Sofa. Das passiert wirklich vielen Menschen. Das Sofa ist manchmal unglaublich bequem. Ja, manchmal gewinnt das Sofa gegen den Sport, besonders wenn daneben noch eine Tasse Kaffee und etwas Schokolade stehen. Oder wenn gerade die Lieblingsserie im Fernsehen läuft. Genau, dann sagt man sich, heute mache ich eine Pause, morgen fange ich wirklich an. Und am nächsten Tag sagt man wieder das Gleiche. Zum Glück passiert das nicht nur mir. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber das Wichtigste ist doch, dass man immer wieder neu anfängt und nicht aufgibt. Da hast du vollkommen recht. Niemand muss perfekt sein. Kleine Schritte sind oft besser als gar keine Bewegung. Außerdem macht Sport gemeinsam mit anderen Menschen oft viel mehr Spaß. Man kann sich gegenseitig motivieren, zusammen lachen und gemeinsame Ziele erreichen. Ja, wenn ich mit Freunden Fahrrad fahre oder Fußball spiele, vergeht die Zeit viel schneller. Man denkt gar nicht daran, dass man gerade Sport macht. Genau deshalb sagen viele Menschen, dass Sport nicht nur gut für den Körper, sondern auch gut für die Seele ist. Man fühlt sich glücklicher und entspannter. Und man kann dabei sogar neue Leute kennenlernen. Viele Freundschaften beginnen in einem Sportverein oder bei gemeinsamen Aktivitäten. Deshalb ist Sport ein wunderbares Thema für den Alltag. Man kann fast jeden Menschen fragen, machst du gerne Sport? Oder welche Sportart gefällt dir am besten?
Und genau solche Sätze möchten wir heute gemeinsam lernen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich mache 2-mal pro Woche Sport. Oder meine Lieblingssportart ist Schwimmen. Ich spiele gerne Volleyball. Ich fahre jeden Sonntag Fahrrad. Ich gehe oft joggen. Oder ganz einfach, Sport macht mir Spaß. Diese Sätze sind einfach, aber ihr könnt sie jeden Tag benutzen, wenn ihr mit anderen Menschen Deutsch sprecht. Natürlich haben wir auch heute wieder eine kleine Information für euch. Ihr könnt die Untertitel in eurer eigenen Sprache aktivieren. Wenn eure Sprache noch nicht verfügbar ist, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir später noch weitere Sprachen hinzufügen, damit noch mehr Menschen gemeinsam Deutsch lernen können. Und jetzt möchten wir euch eine kleine Frage stellen. Welche Sportart macht ihr am liebsten? Trainiert ihr lieber allein oder zusammen mit Freunden? Wie oft macht ihr Sport in einer Woche? Schreibt eure Antworten gerne unten in die Kommentare. Wir lesen eure Kommentare wirklich sehr gerne und freuen uns immer zu erfahren, aus welchen Ländern ihr kommt und welche Sportarten bei euch besonders beliebt sind. Mia, jetzt möchte ich natürlich wissen, welche Sportart magst du persönlich am liebsten? Das erzähle ich dir sehr gerne. Ich gehe besonders gern schwimmen, weil ich mich im Wasser immer ruhig und frei fühle. Außerdem mache ich lange Spaziergänge und fahre manchmal Fahrrad. Für mich muss Sport nicht anstrengend sein. Wichtig ist, dass ich mich danach gesund, entspannt und glücklich fühle. Das klingt wirklich schön. Ich fahre sehr gern Fahrrad und gehe oft spazieren. Manchmal spiele ich auch Fußball mit Freunden. Ich liebe Sportarten, bei denen ich draußen sein kann, denn ich genieße die frische Luft und die Natur. Danach fühle ich mich immer voller Energie und habe gute Laune. Dann haben wir heute ein wirklich spannendes Thema. Lasst uns gemeinsam über Sport sprechen und viele neue deutsche Wörter und Ausdrücke lernen. Du hast gerade erzählt, dass du gern schwimmst. Seit wann machst du das eigentlich? Eigentlich schon seit meiner Kindheit. Meine Eltern sind im Sommer oft mit mir ins Schwimmbad gegangen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor dem tiefen Wasser, aber nach und nach habe ich schwimmen gelernt. Heute fühle ich mich im Wasser sehr wohl. Das ist schön. Ich finde, Schwimmen ist eine der besten Sportarten. Man trainiert den ganzen Körper und fühlt sich danach angenehm müde. Ja, genau. Und nach dem Schwimmen schlafe ich meistens viel besser. Das glaube ich sofort. Ich gehe zwar nicht so oft schwimmen, aber ich fahre sehr gerne Fahrrad. Besonders am Wochenende mache ich manchmal eine lange Fahrradtour durch die Natur. Dort ist es ruhig, die Luft ist frisch und ich kann den Kopf frei bekommen. Fährst du lieber allein oder mit Freunden? Das kommt darauf an. Wenn ich einfach entspannen möchte, fahre ich lieber allein. Aber wenn ich lachen, reden und eine schöne Zeit verbringen möchte, dann fahre ich lieber mit Freunden. Das verstehe ich gut. Manchmal braucht man Ruhe und manchmal ist Gesellschaft schöner. Ganz genau. Und wie oft gehst du eigentlich schwimmen? Leider nicht so oft, wie ich gerne möchte. Meistens gehe ich 1- oder 2-mal im Monat. Wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich bestimmt jede Woche schwimmen gehen. Das kenne ich. Viele Menschen möchten mehr Sport machen, aber nach der Arbeit sind sie oft müde. Ja, manchmal komme ich nach Hause und denke, heute bleibe ich einfach auf dem Sofa. Und dann? Dann überlege ich kurz, ziehe trotzdem meine Sportsachen an und gehe nach draußen. Nach 10 Minuten frage ich mich immer, warum ich überhaupt so lange gezögert habe. Das passiert mir auch. Der schwierigste Moment ist oft gar nicht das Training, sondern der Moment davor. Genau. Wenn man einmal angefangen hat, macht es meistens sogar Spaß. Hast du schon einmal eine Sportart ausprobiert, die dir überhaupt nicht gefallen hat? Oh ja, vor ein paar Jahren habe ich einmal Tennis ausprobiert. Wirklich? Und wie war's? Ehrlich gesagt war ich nicht besonders gut. Ich habe den Ball öfter verpasst als getroffen. Mein Trainer musste ständig lachen und ich musste auch über mich selbst lachen. Das kann ich mir richtig vorstellen. Am Ende war ich völlig erschöpft, aber ich hatte trotzdem einen schönen Nachmittag. Das ist doch das Wichtigste. Man muss nicht immer perfekt sein. Genau. Man sollte einfach Spaß haben und etwas Neues ausprobieren. Bei mir war es ähnlich. Ein Freund hat mich einmal zum Volleyball eingeladen. Und, hat es dir gefallen? Ja, aber ich hatte ein kleines Problem. Welches denn? Immer wenn der Ball zu mir kam, wurde ich plötzlich nervös. Ich wusste nie, ob ich den Ball schlagen oder einfach weglaufen sollte. Das klingt wirklich lustig. Hast du wenigstens ein paar Punkte gemacht? Vielleicht 2 oder 3, aber ich habe bestimmt 20 Fehler gemacht. Ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm.
Meine Freunde haben mich trotzdem gelobt. Sie haben gesagt, du spielst zwar noch nicht gut, aber du gibst nie auf. Das sind gute Freunde. Genau so sollte es sein. Seit diesem Tag habe ich verstanden, dass Sport nicht nur bedeutet zu gewinnen. Viel wichtiger ist, dass man sich bewegt, neue Erfahrungen macht und gemeinsam Spaß hat. Da stimme ich dir vollkommen zu. Viele Menschen vergleichen sich ständig mit anderen, aber jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Richtig. Manche laufen 5 Kilometer, andere laufen nur 1 Kilometer. Beides ist völlig in Ordnung. Oder jemand macht lieber Yoga, während eine andere Person lieber Fußball spielt. Es gibt keine perfekte Sportart für alle. Deshalb sollte jeder das machen, was ihm Freude bereitet. Ich finde auch, dass Sport viel einfacher wird, wenn man etwas macht, das einem wirklich gefällt. Ganz genau. Denn wenn man Spaß hat, bleibt man viel länger motiviert. Und Motivation ist manchmal wichtiger als Talent. Das ist ein wirklich schöner Gedanke. Lukas, wir haben schon über unsere Lieblingssportarten gesprochen. Aber jetzt interessiert mich etwas anderes. Gibt es eigentlich eine Sportart, die du unbedingt einmal ausprobieren möchtest? Ja, tatsächlich gibt es mehrere. Ich würde sehr gern einmal klettern. Ich habe viele Videos gesehen und es sieht spannend aus. Beim Klettern braucht man Kraft, Konzentration und Mut. Ich glaube, das wäre eine tolle Erfahrung. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du keine Angst vor der Höhe? Ein bisschen schon. Genau deshalb möchte ich es ausprobieren. Manchmal muss man seine Angst überwinden und etwas Neues wagen. Vielleicht merke ich danach, dass es gar nicht so schlimm ist. Das ist eine gute Einstellung. Ich denke auch, dass man im Leben immer wieder neue Dinge ausprobieren sollte. Man weiß nie, was einem wirklich gefällt. Ganz genau. Viele Menschen sagen sofort, das ist nichts für mich, aber sie haben es noch nie ausprobiert. Da hast du recht. Ich hätte früher auch nie gedacht, dass mir Schwimmen einmal so viel Spaß machen würde. Als Kind hatte ich nämlich große Angst vor tiefem Wasser. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, beim ersten Schwimmkurs wollte ich sogar nach Hause gehen. Ich hatte Angst und war sehr nervös. Aber meine Lehrerin war sehr freundlich und geduldig. Sie hat mir immer wieder gesagt, du schaffst das. Nach einigen Wochen konnte ich schon ohne Hilfe schwimmen. Das zeigt, wie wichtig Geduld ist. Viele Menschen möchten sofort alles perfekt können, aber beim Sport braucht man Zeit. Genau. Niemand lernt an einem Tag schwimmen oder Fahrrad fahren. Man muss üben und darf Fehler machen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Mein Vater ist die ganze Zeit neben mir gelaufen und hat das Fahrrad festgehalten. Und wann hast du gemerkt, dass er das Fahrrad nicht mehr festhält? Erst nach einigen Metern. Ich habe mich umgedreht und gesehen, dass er weit hinter mir stand. In diesem Moment war ich so überrascht, dass ich fast gegen einen Baum gefahren wäre. Das kann ich mir richtig vorstellen. Zum Glück bin ich nur langsam gefahren. Mir ist nichts passiert, aber mein Vater musste sehr lachen. Solche Momente vergisst man nie. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, Sport bringt uns nicht nur körperlich weiter. Man lernt auch viele wichtige Dinge für das Leben. Zum Beispiel Geduld. Oder Disziplin. Oder dass man nach einem Fehler einfach weitermachen sollte. Ganz genau. Wenn man einmal ein Training verpasst, ist das nicht schlimm. Wichtig ist, dass man am nächsten Tag wieder weitermacht. Viele Menschen geben zu schnell auf. Sie trainieren vielleicht eine Woche und sagen dann, ich sehe noch keinen Unterschied. Aber Veränderungen brauchen Zeit. Man wird nicht von heute auf morgen stärker oder schneller. Deshalb ist Regelmäßigkeit viel wichtiger als Perfektion. Ich habe einmal einen Mann kennengelernt, der jeden Morgen nur 20 Minuten spazieren gegangen ist. Nur 20 Minuten? Ja, jeden Tag, bei Sonne, Regen oder Wind. Nach einigen Monaten hat er gesagt, dass er sich viel gesünder fühlt und viel mehr Energie hat. Das zeigt, dass kleine Gewohnheiten einen großen Unterschied machen können. Genau. Viele denken immer, sie müssen sofort 2 Stunden trainieren. Dabei reicht es oft schon, wenn man regelmäßig etwas macht. Lukas, hörst du eigentlich Musik, wenn du Sport machst? Ja, fast immer. Mit Musik macht mir Sport viel mehr Spaß. Schnelle Musik motiviert mich und gibt mir neue Energie. Mir geht es genauso. Manchmal höre ich einen Podcast, wenn ich spazieren gehe. Einen deutschen Podcast vielleicht? Natürlich, einen ganz besonderen.
Ach, wirklich? Welchen denn? Den German Vibes Podcast natürlich. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Vielleicht hören uns gerade einige Menschen beim Joggen oder beim Spazierengehen. Das wäre wirklich schön. Dann lernen Sie Deutsch und machen gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit. Das ist eigentlich eine perfekte Kombination. Absolut. Lernen und Bewegung zusammen, besser geht es kaum. Hast du schon einmal einen Sportwettbewerb mitgemacht? Ja, einmal bei einem kleinen Lauf in meiner Stadt. Und wie war das? Am Anfang war ich sehr nervös. Alle sahen so sportlich aus und ich dachte, dass ich bestimmt Letzter werde. Und was ist passiert? Ich war tatsächlich nicht der Schnellste, aber auch nicht der Langsamste. Als ich das Ziel erreicht habe, war ich einfach stolz auf mich. Es ging gar nicht darum zu gewinnen. Es war ein schönes Gefühl, nicht aufzugeben. Das finde ich viel wichtiger als eine Medaille. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Ganz genau. Man sollte sich nicht ständig mit anderen vergleichen. Man sollte sich lieber fragen, bin ich heute ein bisschen besser als gestern? Das ist eine wirklich gute Frage. Denn Sport bedeutet nicht nur schneller oder stärker zu werden. Sport bedeutet auch gesund zu bleiben, neue Erfahrungen zu sammeln und Spaß am Leben zu haben. Und genau das möchten wir heute mit euch teilen. Egal ob ihr Fußball spielt, tanzt, schwimmt, joggt, Fahrrad fahrt oder einfach jeden Tag spazieren geht. Jede Bewegung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass unsere heutige Folge euch motiviert, vielleicht schon heute ein bisschen Sport zu machen oder einfach einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft zu genießen. Das wäre wirklich schön. Manchmal beginnt eine neue Gewohnheit mit einer einzigen kleinen Entscheidung. Mia, weißt du eigentlich, was ich am Sport am meisten mag? Vielleicht, dass man gesund bleibt? Natürlich auch. Aber ich mag besonders das Gefühl nach dem Sport. Wenn ich nach Hause komme, dusche und mich auf das Sofa setze, denke ich immer, heute habe ich etwas Gutes für mich getan. Das kenne ich sehr gut. Während des Sports bin ich manchmal müde und frage mich, warum mache ich das eigentlich? Aber danach bin ich jedes Mal glücklich, dass ich nicht zu Hause geblieben bin. Genau. Vor dem Training sucht unser Gehirn oft nach Ausreden. Oh ja, ich kenne sehr viele Ausreden. Wirklich? Erzähl mal. Zum Beispiel sage ich manchmal, heute ist das Wetter nicht so gut. Klassisch. Oder ich bin heute zu müde. Auch sehr beliebt. Oder ich mache Morgensport, heute brauche ich eine Pause. Das habe ich bestimmt schon 100-mal gesagt. Ich glaube, fast jeder Mensch kennt diese Sätze. Ja, aber meistens merkt man später, dass sie nur Ausreden waren. Ganz genau. Wenn ich mich trotzdem überwinde und nach draußen gehe, fühle ich mich schon nach 5 Minuten viel besser. Das ist wirklich interessant. Oft ist der erste Schritt der schwierigste. Absolut. Danach läuft alles viel einfacher. Hast du eigentlich schon einmal sehr früh morgens Sport gemacht? Ja, einmal. Und wie war das? Ehrlich gesagt war ich zuerst überhaupt nicht begeistert. Mein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt und ich wollte am liebsten weiterschlafen. Das kann ich gut verstehen. Aber eine Freundin hat mich angerufen und gesagt, los, wir gehen joggen. Also bin ich aufgestanden. Und hast du es bereut? Nein, überhaupt nicht. Die Straßen waren ruhig, die Luft war frisch und die Sonne ging gerade auf. Es war wirklich wunderschön. Das klingt fantastisch. Seit diesem Tag verstehe ich, warum viele Menschen morgens Sport machen. Ich habe das auch einmal ausprobiert. Und? Ich habe meinen Wecker gestellt, meine Sportsachen vorbereitet und war richtig motiviert. Das klingt vielversprechend. Am nächsten Morgen hat der Wecker geklingelt. Und dann? Ich habe den Wecker ausgeschaltet und sofort weitergeschlafen. Das war also ein sehr kurzes Training. Genau. Mein einziges Training war der Finger, mit dem ich den Wecker ausgeschaltet habe. Das zählt vielleicht nicht als Sport. Leider nicht. Aber wenigstens warst du ehrlich. Natürlich. Beim nächsten Versuch hat es dann wirklich geklappt. Sehr gut. Ich bin ungefähr 30 Minuten gelaufen und danach hatte ich den ganzen Tag gute Laune. Das glaube ich sofort. Seitdem versuche ich wenigstens am Wochenende morgens etwas Sport zu machen. Das ist doch ein guter Anfang. Man muss ja nicht jeden Tag 2 Stunden trainieren. Nein, viele Menschen denken immer, dass Sport sehr schwer sein muss.
Dabei reichen manchmal schon 20 oder 30 Minuten. Oder einfach die Treppe statt den Aufzug benutzen. Oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Oder einen kleinen Spaziergang nach dem Abendessen machen. Das sind alles kleine Dinge, aber sie helfen unserer Gesundheit. Ganz genau. Sag mal, Mia, hast du eigentlich schon einmal ein Fitnessstudio besucht? Ja, vor einigen Jahren. Hat es dir gefallen? Ja und nein. Wie meinst du das? Die Geräte waren modern und die Trainer waren freundlich, aber am ersten Tag wusste ich überhaupt nicht, welches Gerät ich benutzen sollte. Das kenne ich. Ich bin einfach durch das Fitnessstudio gelaufen und habe so getan, als würde ich genau wissen, was ich mache. Das machen am Anfang viele Menschen. Dann habe ich ein Gerät ausprobiert. Und? Nach ein paar Minuten kam ein Trainer zu mir und sagte ganz freundlich: Entschuldigung, Sie sitzen leider falsch herum. Nein! Doch. Das ist wirklich passiert? Ja, ich musste selbst lachen. Zum Glück war der Trainer sehr nett und hat mir alles erklärt. Das ist eine großartige Geschichte. Seitdem habe ich keine Angst mehr, Fragen zu stellen. Das ist eine wichtige Lektion. Niemand weiß am Anfang alles. Genau, jeder war einmal Anfänger. Deshalb sollte man sich nie schämen, wenn man etwas nicht weiß. Oder wenn man eine Übung noch nicht richtig machen kann. Mit der Zeit wird man besser. Und genau deshalb sollte man nicht zu schnell aufgeben. Weißt du, was ich am schönsten finde? Nein, was denn? Sport bringt Menschen zusammen. Man trifft neue Freunde, motiviert sich gegenseitig und erlebt gemeinsam schöne Momente. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich erinnere mich noch an ein Fußballspiel mit meinen Freunden. Wir haben zwar verloren, aber wir haben den ganzen Nachmittag gelacht. Niemand hat sich über das Ergebnis geärgert. Genau so sollte Sport sein. Es geht nicht immer darum, der Beste zu sein. Es geht darum, gesund zu bleiben, Spaß zu haben und gemeinsam schöne Erinnerungen zu sammeln. Und manchmal entstehen gerade beim Sport die lustigsten Geschichten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, jeder Mensch hat mindestens eine lustige Sportgeschichte zu erzählen. Vielleicht erzählen uns unsere Zuschauer ihre lustigsten Sporterlebnisse in den Kommentaren. Das wäre wirklich schön. Ich bin sicher, dass wir dabei viel zu lachen hätten. Ich freue mich jetzt schon darauf, Ihre Geschichten zu lesen. Mia, ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Heute haben wir wirklich viel über Sport gesprochen. Wir haben über unsere Lieblingssportarten, unsere Erfahrungen und sogar über lustige Geschichten gesprochen. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute viele neue Wörter gelernt haben. Sport ist ein wunderbares Thema, weil man fast überall darüber sprechen kann. Egal, ob man neue Freunde kennenlernt, in der Schule ist oder eine mündliche Deutschprüfung macht. Dieses Thema kommt sehr oft vor. Genau. Deshalb möchten wir euch jetzt noch etwas zeigen, das euch vielleicht bei einer Prüfung helfen kann. Ja, denn viele von euch bereiten sich gerade auf eine mündliche Deutschprüfung vor. Deshalb machen wir jetzt eine kleine Übung. Genau. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt in einer mündlichen Prüfung und der Prüfer stellt euch eine Frage. Mia, bevor Alex kommt, habe ich noch eine Frage an dich. Natürlich, frag mich. Stell dir vor, du bist gerade in einer mündlichen Deutschprüfung. Der Prüfer sagt zu dir: Bitte sprich über Sport. Was würdest du antworten? Gerne. Sport ist für mich sehr wichtig. Ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich versuche mich regelmäßig zu bewegen. Meine Lieblingssportart ist Schwimmen, weil ich mich im Wasser ruhig und frei fühle. Außerdem gehe ich sehr gern spazieren und fahre manchmal Fahrrad, besonders wenn das Wetter schön ist. Am Wochenende mache ich oft Sport mit meiner Familie oder mit meinen Freunden, denn zusammen macht es viel mehr Spaß. Wir sprechen, lachen und motivieren uns gegenseitig. Ich finde, Sport ist wichtig, weil er gut für die Gesundheit ist und weil man nach dem Training mehr Energie hat. Deshalb möchte ich auch in Zukunft regelmäßig Sport machen und vielleicht noch neue Sportarten ausprobieren. Das war wirklich eine sehr schöne Antwort. Du hast einfache Sätze benutzt und sehr natürlich gesprochen. Genau so könnte eine Antwort in einer A1-Prüfung klingen. Danke. Jetzt bist du an der Reihe. Stell dir vor, du sitzt ebenfalls in der mündlichen Prüfung. Der Prüfer stellt dir dieselbe Frage. Bitte sprich über Sport. Was würdest du antworten? Gerne. Ich mache sehr gern Sport, weil ich mich danach gesund und glücklich fühle. Meine Lieblingssportart ist Fahrradfahren. Ich fahre besonders gern am Wochenende, weil ich dann mehr Freizeit habe.
Manchmal fahre ich allein, wenn ich Ruhe haben möchte, aber oft fahre ich auch mit meinen Freunden. Wir fahren durch die Natur, sprechen viel miteinander und verbringen einen schönen Tag zusammen. Manchmal spiele ich auch Fußball oder gehe spazieren. Ich finde, jede Bewegung ist gut für den Körper. Sport hilft mir, fit zu bleiben, besser zu schlafen und mehr Energie für den Alltag zu haben. Deshalb möchte ich auch in Zukunft regelmäßig Sport machen, auch wenn ich manchmal nicht viel Zeit habe. Für mich ist Sport ein wichtiger Teil eines gesunden Lebens. Das war ebenfalls eine tolle Antwort. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass beide Antworten einfach sind und trotzdem viele nützliche Wörter enthalten. Genau solche Sätze könnt ihr in einer mündlichen Prüfung benutzen. Und jetzt kommt natürlich der Teil unserer Folge, auf den sich viele von euch jedes Mal freuen. Alex erklärt euch jetzt wieder die wichtigsten Wörter aus unserer heutigen Episode. Hallo zusammen, ich bin Alex. Willkommen zu unserem Wortschatzteil. Heute schauen wir uns wieder einige wichtige Wörter aus unserer Folge über Sport an. Ich erkläre jedes Wort langsam, gebe euch ein einfaches Beispiel und danach könnt ihr das Wort laut wiederholen. Der Sport. Der Sport bedeutet Bewegung und körperliche Aktivität. Zum Beispiel: Ich mache 3-mal pro Woche Sport. Noch einmal: Der Sport. Die Sportart. Eine Sportart ist eine bestimmte Art von Sport. Zum Beispiel: Fußball ist eine Sportart. Schwimmen ist auch eine Sportart. Noch einmal: Die Sportart. Trainieren. Trainieren bedeutet regelmäßig Sport zu machen. Zum Beispiel: Ich trainiere jeden Montag und Donnerstag. Noch einmal: Trainieren. Gesund. Gesund bedeutet, dass es dem Körper gut geht. Zum Beispiel: Sport und gesundes Essen sind gut für die Gesundheit. Noch einmal: Gesund. Die Bewegung. Bewegung bedeutet, dass sich unser Körper aktiv bewegt. Zum Beispiel: Jeden Tag ein bisschen Bewegung ist wichtig. Noch einmal: Die Bewegung. Das Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio ist ein Ort, an dem Menschen trainieren. Zum Beispiel: Meine Schwester geht 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Noch einmal: Das Fitnessstudio. Spazieren gehen. Spazieren gehen bedeutet, langsam zu Fuß zu laufen. Zum Beispiel: Nach dem Abendessen gehe ich gern spazieren. Noch einmal: Spazieren gehen. Schwimmen. Schwimmen bedeutet, sich im Wasser zu bewegen. Zum Beispiel: Im Sommer schwimme ich sehr gern. Noch einmal: Schwimmen. Das Ziel. Ein Ziel ist etwas, das man erreichen möchte. Zum Beispiel: Mein Ziel ist es, jede Woche Sport zu machen. Noch einmal: Das Ziel. Die Motivation. Motivation bedeutet, dass man Lust hat, etwas zu tun und nicht aufgibt. Zum Beispiel: Musik gibt mir Motivation beim Sport. Noch einmal: Die Motivation. Die Gesundheit. Die Gesundheit ist sehr wichtig. Zum Beispiel: Sport ist gut für die Gesundheit. Noch einmal: Die Gesundheit. Die Energie. Energie bedeutet Kraft für den Alltag. Zum Beispiel: Nach dem Sport habe ich mehr Energie. Noch einmal: Die Energie. Regelmäßig. Regelmäßig bedeutet, etwas oft und immer wieder zu machen. Zum Beispiel: Ich trainiere regelmäßig. Noch einmal: Regelmäßig. Der Fortschritt. Fortschritt bedeutet, dass man Schritt für Schritt besser wird. Zum Beispiel: Ich sehe jeden Monat einen kleinen Fortschritt. Noch einmal: Der Fortschritt.
Aufgeben. Aufgeben bedeutet, nicht weiterzumachen. Zum Beispiel, gib niemals zu schnell auf. Vielen Dank, Alex. Das waren wieder sehr hilfreiche Erklärungen. Ich hoffe, dass ihr viele neue Wörter gelernt habt und sie bald in euren eigenen Gesprächen benutzen könnt. Vielen Dank auch von mir, Alex. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht regelmäßig mit uns Deutsch zu üben. Je öfter ihr zuhört und sprecht, desto sicherer werdet ihr. Vielen Dank, dass ihr heute wieder beim German Vibes Podcast dabei wart. Es macht uns jedes Mal viel Freude, gemeinsam mit euch Deutsch zu lernen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. So verpasst ihr keine neue Folge mehr. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welche Sportart ihr am liebsten mögt und über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und verliert niemals die Freude am Deutschlernen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.